Hallo, von mir gibt es heute wieder ein Nageldesign-Video und ich will mir einen richtig coolen Effekt auf die Nägel machen. Und wer da jetzt Lust drauf hat, dabei zuzuschauen, der kann gerne dranbleiben. Ich habe mir die Nägel jetzt schon mit Schwarz grundiert und als erstes will ich dann jetzt ein Pigment auftragen. Und dafür verteile ich jetzt erstmal fein säuberlich meinen Topcoat. Wenn der Topcoat dann so eine richtig schöne ebenmäßige Oberfläche ergibt, dann kommt der Nagel für ca. 25 Sekunden in die Lampe. Ich cleaner den Nagel dann jetzt immer noch mal, bevor ich jetzt das Pigment auftrage, aber das ist auch ein optionaler Schritt, man muss das nie machen. Ich habe eben bei mir nur festgestellt, dass manchmal der Topcoat an manchen Stellen irgendwie noch zu feucht war oder keine Ahnung, halt noch nicht so richtig angehärtet und dann hatte das Pigment an manchen Stellen eben keinen schönen Glanz gehabt. Deswegen cleaner ich das immer noch mal und dann habe ich damit eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Den feinen Staub hole ich mir dann immer gerne noch mit so einem Fächerpinsel so ein bisschen aus den Rändern. Und die Nagelhaut werde ich mir jetzt mit so ein bisschen Klebeband hier nach unten ziehen, damit ich jetzt einfach richtig gut an den Nagel auch gleich rankomme. Da gehe ich immer hier so über die Spitze und klebe das erstmal nur so nach hinten hin auf beiden Seiten. Und dann, wenn ich das hier unten schließe, ziehe ich die Nagelhaut dabei eben so ein bisschen mit runter, damit die jetzt klein im Weg ist. Und dann kommen wir jetzt schon zur Geheimzutat für dieses Design. Und das sind diese Netze oder ja, was auch immer das sein soll, was ich euch jetzt letztens schon gezeigt habe. Und ich habe mich dafür entschieden, das Schwarze hier zu nehmen. Ja, das schneide ich mir jetzt eben einfach immer auf die Länge des Nagels ungefähr. Ein bisschen länger lieber und ein bisschen größer als zu wenig. Zurecht. Und dann halbiere ich das nochmal. Kann ich das für 2 Nägel nehmen. Und dann kommt jetzt hier nämlich auch gleich mein selbst gebasteltes Werkzeug zum Einsatz. Das ist eine ganz normale UV-Lampe. Und da habe ich jetzt hier eben so ein Stempelkissen, ganz fachmännisch, drauf befestigt. Ich sag mal so, es erfüllt seinen Zweck. Es ist nie schön, aber selten. Ja, weil der Stempel ist eigentlich ein bisschen zu groß für die Lampe. Und dann kommt das jetzt eben hier schon mal so drauf und dann stelle ich mir das einfach in so einem kleinen Glas erstmal zur Seite. Und dann nehme ich mir jetzt erstmal so ein bisschen Base hier auf meinen Pinsel und verteile die so ein bisschen großzügiger, aber jetzt auch nie zu dick über dem Pigment auf dem kompletten Nagel. Und wenn ich die Base dann gründlich verteilt habe, dann nehme ich mir jetzt diese Lampe mit dem Netz und gehe jetzt hier mit dem Daumen auch nochmal so ein bisschen auf das Klebeband, auf die Fingerkuppe hier eben und ziehe das noch so ein bisschen nach unten. Und dann gebe ich jetzt den Nagel mit der feuchten Base in das Netz. Also ich drücke den jetzt hier rein. So. Und wenn das dann überall richtig ummantelt, dann härte ich das jetzt aus. Oder ja, an, je nachdem, so ungefähr eine halbe Minute. Man muss da auch echt gut Druck drauf geben, dass das eben richtig schön sich anschmiegen kann. Jetzt habe ich gar nicht in Gedanken mitgezählt, wie lange das jetzt schon war, aber ich schätze mal, das reicht schon so ungefähr. Ich nehme es mal ab und wir schauen mal, ob das geklappt hat. Das sieht gut aus. Es hat sich richtig schön hier an den Nagel angepasst. Dann bietet sich's an, hier so eine ganz schmale Schere jetzt zu benutzen. Damit
gehe ich jetzt hier mal an den Rändern lang und werde jetzt schon mal den groben Überschuss hier entfernen. Dabei muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil ja das Netz jetzt erstmal nur in der Base klebt, dass man dabei das jetzt nie irgendwie ein bisschen wieder abzieht nach oben. Deswegen muss man jetzt hier einfach so ein bisschen ganz vorsichtig schneiden. Es ist jetzt nur noch gerade leider die linke Hand, mit der ich jetzt schneiden muss, mit der ich es nicht so gut kann. Okay, ich habe es jetzt erstmal so weitestgehend ringsrum alles entfernt und dann mache ich jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Step. Da nehme ich mir jetzt meinen Topcoat und werde... Moment, den Pinsel brauche ich auch, damit ich dann richtig schön in die Ränder gehen kann. Ich werde jetzt hier zweimal drüber versiegeln, um das Netz so richtig schön einzupacken. Und da sieht man jetzt nämlich auch schon diesen absolut coolen Effekt vorblitzen. So, das ist jetzt mal die erste Schicht. Das härte ich jetzt an und mache die zweite Schicht drüber und dann bin ich wieder zurück. Um jetzt eben so den finalen Schliff zu verleihen, sage ich mal, werde ich jetzt die Ränder hier befeilen. Und da gehe ich zuerst mal mit der Handfeile hier unten lang. Dann kann man auch so erstmal ein bisschen vorsichtig hier bis hoch gehen und gucken, was man einfach schon so ein bisschen wegkriegt. Und hier oben gehe ich jetzt mit so einer feinen Walze oder ja, Walzendiamantbit würde ich das jetzt mal nennen. Da gehe ich jetzt hier oben nochmal vorsichtig lang, um eben diese ganzen kleinen Fransen hier aus dem Rand rauszuholen. Man kann dann eben zwischendurch gerne mal cleanern, um zu gucken, ob man alles erwischt hat oder ob noch irgendwo was hängt, was ihn stört. Ich gehe jetzt hier nochmal ein kleines bisschen am Rand lang, aber im Großen und Ganzen sieht das echt schon gut aus, finde ich. Ich werde dann jetzt abschließend gleich einfach nochmal die komplette Oberfläche buffern und dann abschließend nochmal versiegeln und dann bin ich schon fertig mit diesem Nagel. Hier ist jetzt das fertige Ergebnis und ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen mit dem Licht rumprobiert, weil ich mal gucken wollte, wie man das am besten einfangen kann. Aber ich glaube, das hier ist jetzt schon eine ziemlich gute Perspektive. Hier sieht man einfach mal die ganzen Farben, die hier so zum Vorschein kommen. Also das kann so richtig flip-flop kunterbunt werden. Und ja, also ich finde, für diesen Effekt hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt, weil es war schon so ein bisschen eine Fitzelei, ne? Das machst du eben niemals so auf die Schnelle. Aber man sich da eben so ein bisschen Zeit lässt, finde ich das Ergebnis einfach so schön.
Ich mache jetzt aber auch nochmal richtiges Licht an, damit man das jetzt nochmal so sehen kann. Ja, also ich finde es mega cool und ich bin froh, dass ich diese Teile hier entdeckt habe, diese Netze, was ja wie gesagt aus dem Fischerbedarf oder Angelbedarf. Und ja, kann man die sehr gut zweckentfremden. Und ja, also sagt mir auf jeden Fall gerne, wie euch das Design bzw. wie euch der Effekt gefällt. Und ich denke, ich werde auch noch so ein bisschen mal damit rumexperimentieren mit anderen Farben und Untergründen. Da kann man bestimmt noch so ein bisschen unterschiedliche Effekte rauskitzeln. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja, dann war es das jetzt an der Stelle hier erstmal mit dem Video. Und ich hoffe, dass euch das so ein bisschen gefallen hat, das kleine Experiment. Weil ich wusste ja selber noch nicht so 100 Pro, ob das überhaupt was wird. Ich schaue noch mal, ob ich das Produkt noch auf Temu finde. Dort hatte ich das ja gekauft. Und wenn ja, dann tue ich euch die Artikelnummer noch mal hier unten in die Infobox. Genau. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao. Es gibt jetzt hier von mir noch einen kleinen Nachtrag für dieses Video. Es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, aber ich hatte das schon in den Videoaufnahmen gesehen, dass das nicht so sauber geworden ist an Rändern, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Deswegen habe ich diesen Step mit, dass man die Nägel versiegelt, doppelt und dann eben die Ränder mit einem Fräser und einer Feile nochmal nachbearbeitet, damit diese Fransen da weggehen. Den Step habe ich nochmal wiederholt. Und das ist auch wirklich nötig, wenn man das so zu 99,9%, sage ich jetzt mal, clean haben will, weil man kann diese kleinen Fitzeln so schlecht erwischen. Ich hatte dann an dem Tag, wo ich die Nägel gemacht hatte, schon so lange mich eben auf so eine kleinen Sachen konzentriert und irgendwann erkennt man dann gar nichts mehr und in echt habe ich es auch gar nicht so krass gesehen wie auf der Kamera, dass da eben noch überall diese kleinen Fransen da abgeschniepselt haben und ja, das fand ich schon nie so schön und ja, deswegen habe ich eben nochmal nachgearbeitet. Ich hoffe, man sieht den Unterschied jetzt auch. Hier beim Daumen war es auch nicht so gut gelungen und ja, deswegen wollte ich jetzt einfach noch mal kurz einwerfen, dass es doch schon sehr wichtig für ja, das Endresultat ist, dass man diesen Step doppelt macht mit den Versiegeln und nochmal abfeilen, damit man das halt richtig schön sauber hinbekommt. Und ja, also ich finde es ist einfach nur ein so cooler Effekt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so richtig, was ich eigentlich im Video dann noch erzählt hatte. Ich war so ein bisschen groggy an dem Tag und ja, konnte vielleicht meine Begeisterung gar nicht so richtig transportieren. Und deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz einfach so einen kleinen Nachtrag hier liefern. Und ich hoffe einfach, dass ihr diese Farbvielfalt erkennen könnt. Die Nägel sind wirklich so richtig bunt und ja, die Hauptfarben sind schon das Grün und dieses Lila eher vom Pigment oder Pink. Aber wenn man die dann halt in bestimmten Winkeln zum Licht hält, dann gibt das so einen richtig kunterbunten Farb-Flip-Flop-Effekt. Also ja, ich finde es mega cool, mir gefällt es. Es ist wirklich ein bisschen Aufwand, aber ab und zu mache ich sowas auch mal gerne. Genau, okay, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal mit angemerkt haben und dann war es das jetzt an der Stelle wirklich mit dem Video. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich ciao.